Ihr habt mich gefragt, was ist denn eigentlich der Vorteil bzw. der Nachteil von Nested VMs und was ist das eigentlich genau? Heute geht es nochmal genau darum, das heißt virtuelle Maschinen und Vergleich zu Containern in dem Fall und wie man die vielleicht einsetzen kann bzw. auch nicht einsetzen sollte oder einsetzen sollte. Also los geht's mit den virtuellen Maschinen, nochmal eine ganz kurze Recap, bevor wir zu den Nested virtuellen Maschinen kommen. Eine virtuelle Maschine, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ist im Endeffekt eine Abstraktionsebene, sodass Anwendungen nicht direkt bei euch auf dem System laufen. Das heißt, wir haben hier erstmal die Hardware, das haben wir uns ja schon angeguckt, und auf dieser Hardware läuft entweder direkt der Hypervisor oder es läuft ein Gastbetriebssystem und dann der Hypervisor. Haben wir uns ja alles schon genauer angeguckt. Und darauf laufen dann eben virtuelle Maschinen. Betriebssysteme im Betriebssystem könnte man so sagen. Das heißt zum Beispiel ein Kali Linux, ein Debian und ein Windows-Server zum Beispiel auf einem einzigen physischen Gerät, das heißt auf einer Hardware. Wir können also so viele WordPress-Instanzen auf unserem krassen Server hosten, wie wir wollen, wenn das Ding nur stark genug ist. Und ja, das kann mal eine Datenbank sein, das kann mal was völlig anderes sein und noch was Drittes, komplett anderes. Aber es kann auch dreimal was Ähnliches sein, wie dreimal eben ein WordPress-Container, was ja eben Hoster sehr, sehr häufig direkt verkaufen. So. Jetzt haben wir diese Grundlage mit virtuellen Maschinen, das haben wir uns ja schon mehrfach angeguckt, noch nicht ganz so intensiv im Detail in der Praxis, aber da können wir gerne noch hinkommen in Zukunft. Jetzt ist allerdings natürlich die Frage, was ist denn eigentlich eine Nested virtuelle Maschine? Und eine Nested virtuelle Maschine ist im Endeffekt das Ding hier. Ihr habt nicht nur eine virtuelle Maschine, das heißt, also ihr habt immer noch diese drei wunderbaren virtuellen Maschinen, die eben auf eurem normalen Betriebssystem bzw. auf eurem normalen Server laufen, aber statt dass ihr hier jetzt direkt die Anwendung startet, startet ihr eben einen weiteren Hypervisor und der wiederum spawnt jeweils noch mehr virtuelle Maschinen, in dem Fall 3 Gastbetriebssysteme und nochmal 3 Gastbetriebssysteme und auf denen läuft dann jeweils die Anwendung. Das hat jetzt vermeintlich erstmal Ähnlichkeiten zu Containern, denn ein Container macht ja was Ähnliches, sage ich jetzt mal, und zwar sieht das Ganze bei einem Container dann so aus. Wir haben hier immer noch das Betriebssystem, also wenn wir alles containerisieren innerhalb von virtuellen Maschinen, dann läuft hier quasi eine virtuelle Maschine und darin läuft die Container Engine, zum Beispiel Docker, nochmal virtuelle Maschine, da läuft dann nochmal Docker und jeweils kann ich da Anwendungen starten. Jetzt ist das allerdings ein großer Unterschied und den wollen wir uns heute angucken. Und dazu mache ich mal diese Slide auf, damit wir beides miteinander vergleichen können. Das hier unten sind Nested virtuelle Maschinen. Das hier oben ist eine Docker virtuelle Maschinenumgebung, also eine Containerized Umgebung, die so tatsächlich sehr, sehr häufig angewandt wird. Das heißt, das hier sieht tatsächlich so in der Praxis sehr, sehr häufig aus, während das hier unten findet ihr in der Praxis einfach fast nie. Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund. Und der ist die Leistung. Das heißt, erstmal kommen wir mal ganz kurz zu dem Vorteil von Nested virtuellen Maschinen, beziehungsweise warum würde ich überhaupt so weit gehen? Nehmen wir an, wir haben die Möglichkeit, einen Server zu mieten, ja, bei einem Hoster, zum Beispiel einen kleinen Server bei einem Hoster, und ich möchte auf diesem Server mehrere Anwendungen installieren. Dann mache ich das, also dann miete ich mir im Endeffekt nicht den kompletten Server, häufig zumindest, sondern ich miete mir eine virtuelle Maschine auf diesem Server. Das heißt, ich besitze nur diesen einen kleinen Teil hier unten. Irgendjemand anders besitzt diesen Teil hier und jemand nochmal anders besitzt diesen Teil hier. Das ist normalerweise nicht mit Docker gemacht, ja, das ist normalerweise wirklich eine eigene virtuelle Maschine. So. Und jetzt kann ich hier natürlich hergehen und kann sagen, ey, ich packe mir da eine virtuelle Maschine mit einem Hypervisor drauf und installiere dann eben die Anwendung, die ich möchte, in virtuellen Betriebssystemen. So, und das Problem hierbei, also das wäre erstmal der einzige Anwendungsfall, wo es Sinn macht. Wenn wir hier das komplette System besitzen, dann können wir uns ja einfach genauso gut statt 3 und dann jeweils nochmal 3 virtuelle Maschinen zu installieren, können wir uns einfach 9 Stück direkt installieren. Und wenn wir 9 virtuelle Maschinen direkt installieren, dann haben wir diese nervigen Zwischensysteme hier nicht, die unnötig Leistung ziehen, ja. Das heißt, wir sparen uns im Endeffekt, also nehmen wir an, wir haben wir besitzen den Hardware-Server tatsächlich und wir
nutzen das Ding, um jeweils 3 virtuelle Maschinen zu machen. Und jede dieser 3 virtuellen Maschinen spawnt nochmal 3 virtuelle Maschinen. Hier kommen 3 virtuelle Maschinen raus und hier kommen 3 raus. Dann haben wir 9 virtuelle Maschinen im Endeffekt, die wir wirklich benutzen können für Anwendung. Aber wir müssen diese 9 plus die 3 hier, also sprich 12, laufen lassen. Und alle 12 fressen Leistung. Das heißt, es hat keinen Vorteil, wenn wir hier diesen kompletten Kern besitzen, da das Ganze mit 12 Systemen zu füttern, beziehungsweise 12 Systemen drauf laufen zu lassen, wenn wir 9 haben könnten. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen kann ich auch einfach direkt hierher gehen und sagen, eine virtuelle Maschine, noch eine und das mache ich halt dann 9 Mal, dann spare ich mir 3 Stück. Jetzt der einzige Punkt, wo das vielleicht Sinn machen könnte, dass man sich eine virtuelle Maschine in eine virtuelle Maschine reinpackt, ist im Endeffekt, wenn ich gar nicht Zugriff auf das komplette Host-System habe, sondern nur diese virtuelle Maschine hier besitze und die eben verändern kann. Da kann ich Sachen drauf installieren. Und da habe ich dann die Wahl, möchte ich mir einen Hypervisor mit Gastbetriebssystem installieren und dann Anwendungen laufen lassen oder möchte ich das Ganze direkt mit Containern machen. So, und jetzt ist es meistens tatsächlich so, dass, klar, ich kann das schon machen, aber es bietet mir selten wirklich einen Vorteil. Das heißt, der Container hier ist normalerweise sehr viel laufzeiteffizienter, sehr viel schneller, sehr viel performanter. Und diese Betriebssysteme hier, die ich laufen lassen möchte, die fressen am Ende dann so viel Leistung, dass es sich für mich gar nicht mehr lohnt. Das heißt, mein gemieteter Server, meine gemietete Serverinstanz ist meistens einfach zu schwach, um hier wirklich separat alles zu hosten. Und wenn das Ding stark genug ist, dann haben wir meistens sowieso diese Environment hier. Das heißt, wir besitzen quasi direkten Zugriff auf die Hardware und können da dann sowieso drauf installieren, was wir wollen. Okay, das heißt, ja, es gibt Situationen, wo ich das vielleicht machen möchte, wenn ich einen ultra starken, aber nicht dedicated Server habe, dann kann ich das hier zum Beispiel machen. Aber selbst in diesem Fall bietet sich dann Container fast mehr an. Jetzt muss man allerdings dazu sagen natürlich, dass Container nicht so gut gesichert sind wie virtuelle Maschinen. Wenn ich aus einem Container ausbreche, dann habe ich direkt Zugriff auf das gesamte Betriebssystem hier. Selbstverständlich. Das heißt, wenn ich hier quasi eine Anwendung kann ich übernehmen, weil da ist halt eine Sicherheitslücke drin. Und dann kann ich den Container übernehmen, weil da ist auch eine Sicherheitslücke drin. Dann bin ich gleich im Gastbetriebssystem. Und damit habe ich Zugriff auf alle Anwendungen. Das Ding ist nämlich, der Kernel von dem Gastbetriebssystem bzw. den Anwendungen ist immer derselbe. Ja? Der Container ist quasi eine Schnittstelle zum Kernel. Hier haben wir separate Kernel-Schnittstellen für jedes Gastbetriebssystem. Das ist quasi ein Vorteil davon. Aber, ja, leider auch, naja, so ziemlich der einzige, denn die Leistung ist halt meistens da einfach ausschlaggebender. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr wirklich die Leistung braucht, beziehungsweise wenn ihr wirklich so viel Leistung braucht oder so viel Leistung habt, dass ihr mehrere virtuelle Maschinen drauf installieren könnt, dann seid ihr meistens ohnehin schon in dem Szenario hier vorne und ja, habt quasi diese Anwendung hier. Aber eine virtuelle Maschine in einer virtuellen Maschine zu installieren und das Ganze vielleicht nochmal zu machen und nochmal zu machen, auch bei euch auf eurem normalen System, also das heißt, dass ihr quasi einmal VirtualBox bei euch auf Windows installiert und dort ein System reinpackt und dort nochmal eine VM-Instanz installiert und dann nochmal und nochmal und nochmal, das wird nur bedingt gut gehen. Also so ab 3 virtuelle Maschinen ineinander, sprich ab diesem Level hier, ist das Ganze so langsam, dass man es fast nicht mehr laufen lassen kann, selbst wenn man einen starken Rechner hat. Und wenn man es laufen lassen kann, dann, und das ist noch ein wichtiger Punkt, gibt es häufiger mal Kompatibilitätsprobleme. Das bedeutet, nehmen wir an, ihr habt hier euren Rechner, hier ihr habt ein Windows am Laufen, ihr habt VMware oder VirtualBox und ihr habt ein Gastbetriebssystem. So, dann wird ja quasi eure Hardware emuliert. Eure Hardware wird einfach weitergegeben. Das heißt, die Hardware wird weitergegeben, nicht der Betriebssystem-Kernel. Und hier drin habt ihr dann nochmal die emulierte Hardware, die weitergegeben wird. Und die kommt dann oftmals gar nicht so richtig hier drin an. Also gerade mit irgendwie Tastaturen könnte man da Schwierigkeiten bekommen. Gerade mit Maus oder gar Kameras oder sonstigem Zeugs, was ihr hier weitergeben wollt. Das wird sehr, sehr schwierig und hat meistens keinen Zugriff. Das heißt, ihr müsst sowieso in diese Gastsysteme als SSH-User oder sowas rein, um das dann irgendwie laufen zu lassen. Also alles in allem ist dieser Ansatz hier mit Nested virtuellen Maschinen irgendwie wenig vorteilhaft im Vergleich zu einfach direkt virtuelle Maschinen zu installieren.
Denn wenn ich hier, also gerade aus Security-Sicht jetzt, wenn ich hier diese Anwendung übernehme und das hier übernehme, dann kann ich auch das übernehmen normalerweise und damit die anderen Anwendungen. Sprich, ich habe keinen Vorteil zur Container-Engine. Außer ich weiß natürlich, dass zum Beispiel in meiner Container-Engine irgendwas drin ist. Nur, dass ich dann eben hier auch noch direkt weitergehen kann, weil meistens dieselbe Virtualisierungssoftware hier genutzt wird. Ja, also alles in allem, ich habe wenig Vorteil davon, wenn ich mehrere virtuelle Maschinen ineinander packe, aber ich kann es zumindest mal tun. Ihr könnt ja mal als kleines Experiment für zu Hause, ja, nicht in Production, aber für zu Hause, so als kleine, ey, ich will es mal ausprobieren, Environment, könnt ihr ja mal eine VirtualBox bei euch installieren und da eine VM reinpacken. Und da dann einfach nochmal VirtualBox und nochmal eine VM reinpacken. Und macht das mal so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und sagt mir definitiv in den Kommentaren mal Bescheid, wie tief ihr es geschafft habt. Das heißt, wie viele VMs in VMs in VMs habt ihr eigentlich hinbekommen? Wie viele Schichten? Alright, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich glaube, damit schließen wir das Ganze auch so ein bisschen ab. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Außer natürlich, es kommen noch Fragen. Das wird sich dann zeigen. Bis dann. Ciao.